In meinem neuen Projekt beschäftige ich mich mit diesem defekten Asus Transformerbook. Dieses 2-in-1 Convertible von Asus mit dem Namen T100TA habe ich vor dem Wurf in die Mülltonne gerettet. Es wurde in einer Schule ausgemustert und da es eigentlich noch sehr gut aussieht, wollte ich mich daran mal testen. Beim Druck auf den Startknopf passiert erstmal gar nichts, auch längeres Drücken nützt nichts. Dabei sieht das Gerät eigentlich unbeschädigt aus. Das Display ist makellos, die Kanten sind noch in Ordnung, also es ist nicht runtergefallen. Und je näher ich mir das Gerät anschaue, desto spannender finde ich es. Das Design gefällt mir gut und es ist auch schön leicht. Es gibt viele Schnittstellen wie Micro-HDMI, Micro-USB, 3,5 Klinke, aber auch einen SD-Kartenslot für Micro-SD-Karten. Und an den Seiten findet man sonst noch die üblichen Knöpfe von Tablets wie Lautstärkeregler und An- und Ausschalter. Um sicherzugehen, dass es nicht einfach nur an der Batterie liegt, schalte ich das Ganze ans Netzteil. Hier flackert nun ein oranges Licht. Mal geht es an, mal geht es aus. Es ist ein Wackelkontakt. Nach einem kleinen Test stelle ich fest, dass es am Kabel liegt. Ich wechsle das Kabel aus und lade das Gerät für mehrere Stunden. Das scheinbar tote Gerät verwandelt sich nun in ein lebendiges. Jedoch bootet es nicht ins Betriebssystem. Es springt sofort ins BIOS. Hier sieht man auch das Baujahr 2012. Auch sonst ist das BIOS sehr übersichtlich und liefert ein paar grundlegende Informationen. Um im BIOS kritische Einstellungen vornehmen zu können, braucht man das Administrator-Passwort. Ein Kollege erinnerte mich daran, dass es ja Standardpasswörter gibt und genau das ist es auch hier. Wie es im Internet auch steht, ist das Administrator-Passwort T100TA. Beim neuen Passwort lasse ich alles leer, damit einfach alle Passwörter deaktiviert werden. Damit bin ich frei, alle Einstellungen im BIOS zu verändern. Das Wichtigste ist nun, die Secure Boot Option zu deaktivieren. Das bedeutet, dass man dann vom USB-Stick aus booten kann. Jetzt kann ich vom Stick aus einfach ein neues Betriebssystem ausprobieren und installieren. Im BIOS ist mir auch aufgefallen, dass kein Bootlaufwerk angezeigt wird, so als gäbe es keine Festplatte. Da das Gerät in einer Bootschleife festhängt und immer wieder ins BIOS springt, ist die einzige Option, den PC auszuschalten, ein langes Drücken auf den Knopf. Auf diesem Stick ist Yumi installiert. Hier habe ich mehrere Betriebssysteme zur Auswahl, die ich ausprobieren möchte. Der Stick wird im BIOS zwar erkannt, aber sämtliche Startversuche haben nicht funktioniert. Der Bildschirm wird nur kurz schwarz und springt zurück ins BIOS. Dafür habe ich leider noch keine Erklärung. Auf der Support-Seite von Asus habe ich für diesen Rechner ein BIOS-Update entdeckt. In den Advanced-Optionen gibt es die Startmöglichkeit für Easy Flash. Damit wird das neue BIOS auf das System gespielt und ich mache das auch in der Hoffnung, dass einige der Probleme, die bisher aufgetaucht sind, dadurch gelöst werden. Namentlich sind das zurzeit 2 Probleme. Warum kann ich nicht vom USB-Stick aus booten? Und wo ist eigentlich die Festplatte des Systems hin? BIOS-Updates werden gerne vergessen und vernachlässigt, dabei sind sie eigentlich wichtig, um das Funktionieren des Systems sicherzustellen, auch über einen längeren Zeitraum hinaus. Manchmal können Entwickler durch ein BIOS-Update auch die Funktion der Hardware verbessern oder aber sogar neue Möglichkeiten einräumen. Da es mit dem USB-Stick nicht funktioniert hat, probiere ich einen Bootvorgang mit einer Micro-SD-Karte. Allerdings wird sie im BIOS gar nicht angezeigt, so als wäre sie nicht existent. Da war ich mit dem USB-Stick auf jeden Fall schon einen Schritt weiter. Weil das Booten von USB-Stick aus nicht gelingen will und auch eine Festplatte im BIOS nicht angezeigt wird, möchte ich das System gerne genauer untersuchen. Obwohl äußerlich keine Schäden erkennbar sind, will ich prüfen, ob die Festplatte vielleicht doch beschädigt ist. Außerdem wollte ich gerne mal ein Tablet auseinandernehmen, weil ich das noch nie gemacht habe. Bin schon gespannt, wie es aufgebaut ist. Als Werkzeug benutze ich bloß kleine Schraubenzieher und eine kleine Karte. Die Karte kann man aber auch durch ein Plektrum ersetzen. Ich fange mit der Tastatur an.
Neben den offensichtlichen Schrauben gibt es auch zwei versteckte Schrauben, die sich unter den Kunststoffpads befinden. Sobald dann alle gelöst sind, kann man einfach mit einer Karte oder eben einem Plektrum das ganze Gehäuse auseinanderhebeln und auseinandernehmen. In einigen Modellen der Transformer-Book-Reihe von Asus befindet sich an dieser Stelle auch eine Festplatte, hier allerdings nicht. Hier sieht alles normal aus und auch die Verbindung zur Tastatur ist gegeben, das habe ich aber vorhin ja schon im BIOS gesehen, dass die Tasten reagieren. So, und jetzt geht's ans Eingemachte, an das Tablet, das eigentliche Herzstück dieses Notebooks. Das Tablet lässt sich sehr leicht auseinandernehmen, trotzdem muss man dabei natürlich vorsichtig vorgehen. Also wer es nachmachen möchte, bitte auf eigene Gefahr und bitte sehr behutsam vorgehen. Mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher hebe ich einen Teil des Gehäuses auseinander. An dieser Stelle setze ich dann wieder meine Karte ein, mit der ich dann den Seiten entlang gehe, bis ich das Gehäuse an allen Stellen voneinander lösen kann. Wenn man es richtig gemacht hat, fällt das Gehäuse am Ende fast von alleine auseinander. Jetzt ist der Weg frei, sich die einzelnen Komponenten und Bestandteile des Systems genauer anzuschauen und zu prüfen, ob es vielleicht irgendwo Beschädigungen gibt. Das erste, was ins Auge springt, sind natürlich die zwei großen, flachen Batterien, die dem Tablet ein gutes Gewicht geben und es natürlich mit Strom versorgen. Die Batterien sind nicht aufgebläht und scheinen noch gut zu sein. Die Verbindungen der einzelnen Komponenten mit der Platine sehen alle in Ordnung aus. Es sind auch keine Spuren von Überhitzungen erkennbar und auch die Lötstellen der Platine sehen alle super aus. Um mir auch die anderen Bestandteile des Systems anschauen zu können, muss ich die Platine erst einmal entfernen und mir die Rückseite anschauen. Logischerweise fange ich mit der Stromverbindung an, um alle Risiken auszuschließen. Anschließend entferne ich sämtliche Verbindungen der Platine mit den verschiedenen Bestandteilen des Systems wie der Webcam, den Boxen, dem WLAN-Modul, aber eben auch der Verbindung zur Tastatur mit den Digitizer-Kabeln und so weiter. Achtet darauf, die Schrauben gut zu sortieren. Die Schrauben im Innenbereich der Platine sind eher kurz, während die im Außenbereich eher lang sind. Das ist wichtig, damit auch das Display nicht beschädigt wird. Wenn man nämlich innen lange Schrauben einsetzt, können sie ins Display drücken und so für helle Flecken sorgen oder das Display vielleicht sogar richtig beschädigen. Die Platine ist jetzt freigelegt. Dort ist der Prozessor zu sehen, ein kleiner Intel Atom-Prozessor, und da ist auch die eMMC-Festplatte mit 32 GB. Ich bin zwar kein Profi, aber für meine Augen sieht die eigentlich noch völlig in Ordnung aus. Von beiden Seiten sind keinerlei Beschädigungen auszumachen. Unter dem Aufkleber befinden sich zwei RAM-Module, jeweils 1 GB.
Leider fest verbaut, sodass man es nicht aufrüsten kann. Zumindest nicht ohne größere Umstände. An der Oberkante sieht man auch die verschiedenen Schnittstellen. Ich habe gesehen, dass die Micro-USB-Schnittstelle häufiger mal Defekte aufweist. Wenn man sie also reparieren will, müsste man das Gehäuse genauso wie hier gerade in dem Video beschrieben aufmachen und dann an der Platine arbeiten. Bei meinem Gerät lag der Fehler aber nur am Kabel und zum Glück nicht an der Platine. Insgesamt konnte ich mir jetzt einen guten Eindruck von der Hardware verschaffen und ich konnte keinen Fehler entdecken. Alles sieht eigentlich noch sehr gut aus. Wenn ich schon mal hier bin, reinige ich noch schnell den Prozessor mit Isopropanol und bereite das System noch ein bisschen auf. Mit Wärmeleitpaste kann man hier leider nicht arbeiten. Hier müsste man sich ein Wärmeleitpad kaufen, das man dann am Gehäuse befestigt, um die CPU zu kühlen. Da ich gerade kein Thermal Pad habe, lasse ich das, was da war, einfach drin und baue alles wieder zusammen. Am Ende wird das Gehäuse einfach wieder zusammengedrückt. Und dann ist das Convertible auch wieder startklar. Die Untersuchung der Hardware hat das Problem leider nicht gelöst. Weiterhin ist unklar, was mit der Festplatte eigentlich los ist und es ist auch unklar, warum ich nicht von USB aus booten kann. Weder das Booten mit Yumi noch das Booten von Windows 10 64-Bit hat funktioniert. Deswegen versuche ich das ursprüngliche Betriebssystem Windows 8.1 zu installieren. Und tatsächlich klappt der Bootvorgang hier zum ersten Mal über USB. Zunächst probiere ich bei den Reparaturoptionen im Windows-Installationsmenü sämtliche Möglichkeiten aus, den PC, so wie er gerade ist, wieder zum Laufen zu bringen. Eine Neuinstallation möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch vermeiden. Da aber leider nichts hilft, bleibt mir nichts anderes übrig als eine Neuinstallation. Doch bei meinem Versuch hatte Windows ein Problem mit der Festplatte und will sich einfach nicht installieren lassen. Deswegen gehe ich in die Eingabeaufforderung und mache das, was ich schon als Jugendlicher vor 25 Jahren mal gemacht habe. Ich nenne es die Brecheisenmethode. Wenn auf dem System keine Daten sind, die euch lieb sind, dann könnt ihr diese Methode auch ausprobieren. Gebt nacheinander die Befehle cd ein, c Doppelpunkt, um auf die Festplatte zu wechseln, und Format C Doppelpunkt. Das wird natürlich bedeuten, dass die Festplatte formatiert wird, alles was da drauf ist, ist gelöscht und damit habt ihr ein neues, sauberes System. Bevor ihr das Brecheisen ansetzt, wollt ihr aber vielleicht auch eine andere Methode ausprobieren, die verlinke ich euch oben. Bemerkenswert ist auf jeden Fall schon hier, dass man mit dem Windows-Boot-Menü auf eine Festplatte zugreifen kann. Das heißt, es ist noch eine funktionierende Festplatte vorhanden, obwohl das BIOS keine Boot-Festplatte gefunden hat. Plötzlich habe ich Hoffnung, dass ich dieses Notebook doch noch voll funktionsfähig hinkriege. Um sicherzugehen, dass die Festplatte nicht doch beschädigt ist, führe ich einmal den Befehl checkdisk aus. chkdsk. Die Festplatte ist gelöscht, nach dem Disk-Check wird kein Fehler angezeigt, daher probiere ich es nochmal mit einer Installation. Windows 8.1 lässt sich endlich installieren und nun kann ich endlich schauen, was das Convertible von 2012 eigentlich kann. Wegen meiner geringen Erfahrung mit Windows 8 ist dieses Betriebssystem für mich immer noch größtenteils unentdecktes Land. Windows hat sich mit einer digitalen Lizenz selbst aktiviert, sodass man damit vollumfänglich arbeiten kann. Die Navigation durch Windows 8 hat mir zuerst nicht so gut gefallen, aber man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Ich installiere jetzt das Programm Speccy, um zu sehen, welche Hardware eigentlich genau eingebaut ist. Hier sieht man es nun. Ein Intel Atom-Prozessor Z3740 ist eingebaut mit 1,33 GHz. Das ist ein 64-Bit-Prozessor mit der Bay-Trail-Technologie. Die Besonderheit daran ist, dass dieser Prozessor es leider nur zulässt, 32-Bit-Betriebssysteme zu installieren. Das ist auch die Erklärung, warum ich ursprünglich meine Betriebssysteme, also mit Yumi oder Windows 10, nicht vom USB-Stick aus booten konnte.
Weiterhin sind 2 GB DDR3-RAM angebaut, fest verbaut auf der Platine, wie man es vorhin sehen konnte. Ein Intel HD-Grafikchip ist noch dabei und das Display hat eine maximale Auflösung von 1366 x 768 Pixeln. Die 32 GB eMMC-Festplatte haben wir vorhin ja auch schon gesehen. Erwähnenswert ist noch, dass es keine optischen Laufwerke gibt. Auf der Asus Support-Seite findet man neben dem BIOS von 2015 auch noch diverse Treiber, die man braucht, damit das System einwandfrei läuft. Windows hat es bei mir zunächst nicht geschafft, die Treiber automatisch herauszusuchen. Deswegen installiere ich manuell alle Treiber, die auf dieser Seite zu finden sind. Das führt dazu, dass man dann auch alle Teile des Gerätes nutzen kann. Der Sound funktioniert dann, das Touch-Display funktioniert dann und auch andere Bestandteile wie Bluetooth laufen dann einwandfrei. Das Convertible ist jetzt mit all seinen Funktionen einsatzbereit und daher mache ich jetzt einen Performance-Test. Hier wird der Computer auf Herz und Nieren geprüft und am Ende wird eine Zahl ausgespuckt, die im Vergleich anzeigt, wie gut das System eigentlich ist. Diese Zahl hier ist, wie man sieht, sehr gering. Weil die Tests aber nicht alle gut gelaufen sind, ist das Ergebnis nicht sehr aussagekräftig. Wichtiger hier ist die Performance, die man selbst von dem Gerät erwartet. Zum Beispiel, kann es YouTube-Videos gut abspielen, kann ich damit Texte schreiben, meine E-Mails bearbeiten etc. Also das Ziel des Computers, der Gebrauch des Computers bestimmt dann eigentlich die Performance-Qualität. Und hier kann ich sagen, dass das Gerät auch heute noch im Jahr 2021 für Office-Arbeiten gut geeignet ist. Wegen des schwachen Belltrail-Prozessors lassen sich nur 32-Bit-Betriebssysteme installieren. Und leider auch nur diejenigen, die in ihrer Ordnerstruktur einen Ordner mit dem Namen EFI haben, in dem ein Ordner boot ist, in dem sich wiederum eine Datei befindet mit dem Namen bootsia.efi. Hat euer Betriebssystem auf dem USB-Stick diese Ordnerstruktur nicht, kann das System diesen auch nicht als bootbare Option auswählen. Ihr könnt auf eurem Datenträger, den ihr erstellt habt mit dem Image des Betriebssystems, diese Ordnerstruktur nachträglich noch einfügen, damit das System das Betriebssystem erkennt und bootet. Das hat in meinen Tests aber nicht immer gut funktioniert. Aus Interesse und zum Spaß probiere ich noch 2 verschiedene Betriebssysteme aus. Das hier ist Android 5.1. Aber da gefiel mir weder die Performance noch die Funktionalität des Betriebssystems auf diesem Gerät. Die Webcam beispielsweise funktionierte nicht und auch der Sound wurde nicht ausgegeben. Hier wiederum probiere ich zum ersten Mal Elementary OS aus, ein Betriebssystem, das sich an Mac-Computern orientiert, vom Design her ganz ähnlich aussieht und eigentlich auch sehr schön funktioniert. Allerdings fehlt hier out of the box eine Display-Tastatur und auch die Touch-Funktionalität ist nicht sehr gut umgesetzt. Die Browser-Performance hingegen ist richtig gut. Aber auch hier sind einige Funktionen des Gerätes wie die Webcam nicht sofort einsatzbereit und müssten erst über Umwege aktiviert werden. Für Linux-Profis sicherlich kein Problem, für mich aber eine große Herausforderung. Lange gedauert, all die Probleme dieses Gerätes zu lösen, zumal ich aber auch einige Umwege gegangen bin, die unnötig waren. Wichtig waren die Schritte, das Administrator-Passwort zurückzusetzen, die Secure-Boot-Option zu deaktivieren, zu verstehen, dass man nur 32-Bit-Betriebssysteme installieren kann, die eine bootsia-efi-Datei haben, die Festplatte mit der Brecheisen-Methode zu formatieren und zuletzt das passende Betriebssystem zu installieren, was meines Erachtens immer noch Windows 8.1 ist. Wenn man nicht gerade ein Linux-Profi ist. Ich kehre zu einer frischen Installation von Windows 8 zurück und arbeite damit für einige Wochen. Ich benutze das Tablet als Nachrichtentablet morgens und freue mich über die Funktionalität, die schnelle Performance. Es ist ein schönes Gerät, mit dem man heute noch gut arbeiten kann. Ich werde es so lange benutzen, bis irgendjemand Lust hat, es mir abzukaufen. Und ganz am Ende hat sogar die Webcam noch funktioniert.